Hallo, meine lieben Freunde der Modelleisenbahn. Bei meiner abgeschlossenen Staffel über Playmobil haben auch sehr viele Modellbahner zugesehen. Deshalb habe ich schon lange ein Video über dieses wunderbare Hobby versprochen. Es ist meinem Top-Kommentator Matthias gewidmet. Er war sogar beim Adventskalender jeden Tag um 6 Uhr morgens der Erste, der meine neuen Shorts angeschaut hat. Er hat selbst einen wunderbaren Kanal, in dem er seine großartige Märklin-Sammlung vorstellt. Er hat eine wunderbare Anlage, um die ich ihn beneide. Er hat meine längst vergessene Liebe zur Modellbahn neu geweckt. Von Märklin habe ich leider nicht viel. Dort gibt es einfach zu wenige Modelle für unsere Lokalbahn. Ich habe nämlich vor 10 Jahren Züge unserer lokalen Bahnstrecke gesammelt. Es ist die Pustertalbahn, von der ich euch 22 Züge zeigen kann. Für euch ist es ein Einblick in eine fremde, exotische Welt jenseits der Alpen und für mich eine Reise in die Vergangenheit. Heute habe ich nicht alles geschafft. Deshalb gibt es im ersten Teil nur 5 neuere Züge der 2000er Jahre. Anschließend zeige ich euch heute noch meine kleine Spur Z-Anlage aus meiner Jugendzeit. Und zum Schluss eine alte Distler Federwerk-Blecheisenbahn der 50er Jahre. Das nächste Mal gibt es dann den zweiten Teil mit den älteren Elektrozügen, Dieselzügen und Dampfloks unserer Lokalbahn. Und einen kleinen Einblick in die Sammlung von Athearn John Deere Modellen, die ich früher einmal begonnen habe. Inzwischen sind auch schon meine neuesten Modelle längst überholt und kein einziges davon ist heute noch bei uns in Betrieb. Unsere Lokalbahnstrecke geht von Franzensfeste nach Innichen. Heute verkehren ausschließlich sechsteilige Stadler-Flirt-Niederflur-Elektrotriebzüge der Baureihe ETR 170. Neben den üblichen Garnituren der Südtirolbahn gibt es 2 violette für die Direktverbindung von Trient nach Lienz und 2 grüne der Staatsbahnen, die sich ja inzwischen wieder um den Betrieb der Bahnstrecke beworben haben. Dann verkehrt auch noch der Nachtzug nach Rom. Das einzige Flirtmodell mit den bunten Farbstreifen des Südtirol-Logos und der Grau-Silber-Farbgebung der Südtiroler Transportstrukturen AG ist im Frühjahr 2012 von Lilliput herausgekommen, mit der Artikelnummer 133 974. Das Modell ist schon alt und für heutige Anforderungen wenig detailliert, aber es ist das einzige Modell, das es von diesem Zug gibt. Es ist ein Zweisystem-Triebzug. Der Stromabnehmer taleinwärts nimmt die 3 Kilovolt Gleichstrom aus der italienischen Oberleitung ab und der hintere Stromabnehmer talauswärts ist für die 15 Kilovolt Wechselstrom aus dem österreichischen Bahnnetz ab Innichen. Der Flirt hat eigentlich Mittelpuffer, ist aber gleichzeitig mit zusätzlichen Seitenpuffern ausgestattet. An der Stirnseite haben italienische Züge schon seit der Dampflok-Ära immer einen roten Streifen für die bessere Sichtbarkeit. Auf der Seite ist das erste Fenster weggelassen, dahinter befindet sich ein Technikabteil. Wir sehen unten die Baureihenummer ETR 155. Früher war das Landeswappen auf der Seite und das alte Logo von Südtirol Mobil. Auf der Tür das Logo des Betreibers Saat und die einmalige Aufschrift Pustertalbahn in Silber, auch auf Italienisch Trenor Val Pusteria. Von diesem vierteiligen ETR 155 gab es nur 4 Garnituren. Er wurde seit Dezember 2008 als Verdichter für den Halbstundentakt eingesetzt.
Ende 2011 wurden die vierteiligen ETR 155 zum sechsteiligen ETR 170 umgebaut. Heute ist also kein einziger von diesen Zügen mehr in Dienst. Ich habe nie erwartet, dass von unserer 65 Kilometer langen Lokalbahn ein eigenes Großserienmodell herauskommt. Deshalb habe ich schon 2009 einen eigenen Flirt selbst lackiert. Bei den vielen unterschiedlichen Farben und der Silberschrift war das eine große Arbeit. Obwohl alles handgemacht und dilettantisch ist, bin ich doch mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Und wenn ich wirklich einmal meine längst geplante Anlage verwirklichen kann, dann habe ich einen zweiten Gegenzug. Es sind noch andere H0-Modelle aus unserer Gegend herausgekommen. Das ist ein AWM-Modell von einem alten orangen Linienbus der Südtiroler Transportstrukturen AG. Seit 2014 sind sie ja hellgrün. Die Züge haben die Grundfarbe Grau und Silber von den Bussen übernommen. Einzigartig ist dieses Rize-Modell der Stadtpolizei. Auf der Motorhaube sehen wir das einzigartige alte Logo. Inzwischen heißt sie ja Ortspolizei. Es ist der Wagen 2, ein VW T5 Caravelle. Hier habe ich noch einen alten Einsatzwagen. Auch die verschiedenen Fahrzeuge vom Landesrettungsdienst Weißes Kreuz haben inzwischen ein anderes Design bekommen. Hier ist ein VW T5 Personentransportwagen und ein Hornis Krankentransportwagen. Dann gibt es noch einen Audi A6 Notarztwagen. Das sind alles Rize-Modelle. Ich bin damals am 18. Oktober 2008 bei der Jungfernfahrt des ersten neuen Flirt mitgefahren. Die Wendezuglokomotive E464 der Staatsbahnen hatte damals auf ihrer Anzeige den Text aufleuchten: Die Todgeweihten grüßen dich. Die E464 ist eine moderne Personenwendezuglokomotive. Baujahr 1999, bei uns ab 2001 im Einsatz. Sie hat nur einen voll ausgerüsteten Führerstand. Statt dem B-Führerstand gibt es hinten einen Wagenübergang, einen seitlichen Einstieg, ein Gepäcks- oder Fahrradabteil und im hinteren linken Eck gibt es einen kleinen Hilfsführerstand für die Rangierfahrt. An der Hinterseite hat die Lok eine normale Kupplung für die alten Waggons, mit denen sie verwendet wird. An der Vorderseite gibt es eine automatische Mittelpufferkupplung und zusätzlich noch 2 tellerlose Hilfspuffer, die man so nicht besonders häufig sieht. Ich habe hinten das runde Zugschlusssignal aufgehängt, der Wendezug fährt also gerade rückwärts. Typisch für die italienischen Lokomotiven ist der Scherenstromabnehmer, der Pantograph Typ 52, der überall verwendet wurde, wo es möglich war. Es ist ein sehr detailliertes V-Trans-Modell in der originalen XMPR-Lackierung, grün mit blauen Streifen. Dieser Einheitsanstrich der Staatsbahnen wurde von 1995 bis 2016 verwendet und ist nach dem Londoner Designbüro benannt, der ihn entworfen hat. Im selben Anstrich gibt es auch die passenden MDVC-Waggons. Es sind Mitteldistanz-Reisezugwagen mit 2 Mitteleinstiegen, die in den 80er Jahren gebaut wurden. Der Wagenkasten stammt von den Standardreisezugwagen der 70er Jahre. Es ist ein Großraumwagen mit tiefer gelegten Mitteleinstiegen und vorne und hinten gibt es Toiletten. Ich habe mich in diesen Waggons eigentlich immer wohlgefühlt. Die Züge bestanden früher aus 3, später aus 4 Waggons. Der letzte Waggon war immer ein Steuerwagen.
Dieser Steuerwagen hat einen großen Führerstand, der bei uns eigentlich selten im Einsatz war. Ich habe hier ein falsches Modell, das ist ein Typ TD, ein Steuerwagen für Diesellokomotiven, aber äußerlich sieht man keinen Unterschied. Man sah hin und wieder Waggons, die mit Werbefolien beklebt waren. Hier ist ein Steuerwagen mit der Werbung für die Tiroler Landesausstellung im Jahr 2000. Auf unserer kleinen Nebenstrecke waren meistens die Steuerwagen mit dem kleinen Führerstand und dem Wagendurchgang im Einsatz. Ich habe hier das alte Modell mit der originalen MDVC-Lackierung. Wir werden ihn uns bei der nächsten Folge anschauen. Jetzt schauen wir uns nochmal den bedruckten Werbewaggon über die Tiroler Landesausstellung zur Jahrtausendwende 2000 an. Und hier verlegt ein Bautrupp neue Kabel in den Kanälen neben den Gleisen. Zum XMPR-Anstrich passen noch diese zwei neuen Lokomotiven, die bei uns meistens für Güterzüge verwendet wurden. Es ist zuerst die E412, die Brennerlok. Es ist eine Mehrsystemlok, Baujahr 1997, für den internationalen Güterverkehr über den Brenner und nach Frankreich. Sie wurde auch in Deutschland bis München verwendet. Die italienischen Pantographen waren für den Betrieb im Ausland nicht zugelassen, deshalb wurde die Lok mit den deutschen Schunk-Einholbenstromabnehmern ausgestattet. Diese wurden auch bei der neueren E405 von 2003 beibehalten. Obwohl es nur eine Einsystemlok für den nationalen Betrieb im italienischen 3-Kilovolt-Netz ist. Diese zwei Lokomotiven sind mit 6 Megawatt Leistung die stärksten Loks Italiens. Im Güterverkehr wurde bei uns zum Schluss nur noch Holz transportiert. Früher mit Rungenwagen, später mit Hochbordwagen. Mit dem Halbstundentakt wurde 2012 der Güterverkehr vollkommen eingestellt. Jetzt kommen wir zum ÖBB-Korridorzug, der unseren Bahnverkehr immer bereichert hat. Es war ursprünglich ein privilegierter österreichischer Durchgangsverkehr ohne Passkontrollen, der im Pariser Friedensvertrag verankert ist. Seit 2009 zog die moderne Siemens Taurus Mehrsystemlok die österreichischen Züge. Sie hat die ÖBB-Reihenummer 1216. Es ist eigentlich eine 4-Systemlok mit 4 Stromabnehmern, die am Dach in 2 gegenständlichen Paaren angeordnet sind. Sie hat auf der Seite das große ÖBB-Logo und den Schriftzug Part of the Best. Das Modell ist von Rocco. Ich habe hier noch einen passenden Reisezugwagen in der neuen Upgrade-Lackierung. 2013 wurden die Korridorzüge eingestellt, die Direktverbindung von Lienz nach Innsbruck wurde auf Busse umgestellt. Das wäre jetzt die heutige Übersicht über die neuen Lokomotiven der 2000er Jahre. Mein Traum wäre es, eine kleine Anlage zu bauen, mindestens einen Bahnhof mit 4 bis 5 Gleisen, ein kleines Oval und auf der Hinterseite einen Schattenbahnhof, damit ich meine Lokomotiven präsentieren kann. Den Traum von der eigenen Modellbahnanlage habe ich schon als Jugendlicher verwirklicht. Ich war damals immer unterwegs, selten zu Hause und hatte keinen Platz. Deshalb habe ich mich für die Spur Z entschieden. Märklin machte damals ja Werbung mit der Modellbahnanlage im Aktenkoffer. Damals war die Spur Z noch die kleinste serienmäßig hergestellte Modellbahn. Davon hatte ich mit der Baureihe 89 die kleinste Lokomotive. Bei der Starterpackung war eine Grundplatte aus Karton dabei, auf der man die verschiedenen Spur-Z-Modelle sammeln konnte. Mir lag aber damals überhaupt nichts am Sammeln, ich wollte bauen und fahren.
Ich habe meine Modellbahnanlage 70 cm breit und 50 cm tief gemacht. Der Unterbau ist ganz einfach aus Holz. Das Gelände habe ich einfach aus gipsgetränkten Stoff geformt. Die Bautechnik habe ich an diesem Prototypen getestet. Den Bergbauernhof habe ich nach einem Bild aus dem Kalender nachgebaut. Der Bahnhof ist nach dem Vorbild im Märklin-Katalog gebaut, die Kirche stammt aus meinem eigenen Dorf und die Häuser aus der Nachbarschaft. Alle Gebäude sind innen beleuchtet. Die Modellbahnanlage hat 2 Gleisschleifen. Vom Bahnhof führt ein Viadukt bis zu einer Brücke, dann geht die Strecke durch einen Tunnel und führt über eine Straßenüberführung wieder auf den 3-gleisigen Bahnhof zurück. Dort habe ich eine elektrische Weiche zum Abstellgleis mit dem Güterschuppen. Dort parke ich meine Güterwagen und kann sie mit einem elektrischen Entkupplungsgleis abhängen. Die 4 Güterwagen passen nicht richtig zusammen, weil sie aus unterschiedlichen Epochen stammen. Aber ich habe mindestens auch einen originalen Märklin-Bierwagen. Für den Personenzug habe ich mir noch einen dritten zweiachsigen Personenwagen dazu gekauft und einen Gepäckswagen, den typischen Märklin-Schlusslichtwagen. Jetzt lassen wir die kleine Lok noch einige Runden auf der Anlage drehen. Ein alter Spielzeugklassiker war früher die Spur 0 Blecheisenbahn. Hier habe ich ein Distler-Modell aus den 50er Jahren. Die Spur 0 Schienen haben in ihrem Profil Drahtstücke befestigt, die als Verbinder dienen. Beim Gleisoval waren auch 2 Handweichen dabei. Die Lok ist schwer beschädigt, es fehlen vorne die 2 Laufachsen und hinten gab es eine. Der Aufziehschlüssel ist vom Fleischmann, mit ihm kann man den Federmechanismus aufziehen. Im Führerstand sind 2 Hebel, mit denen man die Lok steuern kann. Ein Hebel für Ein-Aus und ein Hebel für Vor- und Zurück. Zur Lok gehört ein Tender mit der Aufschrift 1921. Die Waggons werden mit einer Hakenkupplung zusammengehängt. Es ist ein Gepäckwagen dabei mit links und rechts 2 Türen zum Aufschieben und 2 Personenwagen 2. und 3. Klasse. Die Modelleisenbahn war ja der erste Spielzeugklassiker, der es vom Kinderspielzeug zum Erwachsenenhobby geschafft hat. Das war jetzt alles für heute, mehr habe ich nicht zusammengebracht. Nächsten Freitag geht es weiter mit den älteren Elektroloks, Dieselloks und Dampflokomotiven unserer Lokalbahn bis zur Epoche 3 und mit den Athearn John Deere Modellen, die ich vor 10 Jahren einmal zusammengetragen habe. Ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.